Die Low-Budget-Variante ist es selber zu machen. Es ist nicht immer wichtig, dass man viel Geld raushaut, damit das Teambuilding gut wird. Genau. Man muss nicht immer viel Geld in die Hand nehmen, um einen guten Abend mit den Kollegen sich zu machen. Das wird so interessanter, weil ich kann mir dann vorstellen, dass vielleicht jemand, der hier immer im Büro sitzt, mit jemandem aus Homeoffice zusammenarbeitet, mit der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag zu sprechen. Wir nutzen einfach die Möglichkeit, dass wir jetzt alle im Büro an diesem Tag sind. Also auf jeden Fall, da wird Teamgeist getestet. Genau. Teambuilding, kochen gehen als Firma gemeinsam. Also da war der Teamgeist, finde ich, total auf Niveau. Klappe auf. Kleine Klappe zu, Klappe auf. Herzlich willkommen, Nina, zur neuen Folge von Darling Out, die OB2B Podcast. Liebe Zuschauer, Zuhörer und alle anderen. Danke nochmals für die Einladung. Gern geschehen, es freut mich immer wieder, dich dabei zu haben. Wir haben uns heute für ein Thema entschieden, welches vielleicht nicht unbedingt mit Sales zusammenhängt, aber auf jeden Fall mit Firmenkultur zusammenhängt und mit dem, wie man sich eigentlich als Firma gut etabliert in seinem eigenen Kreis, beziehungsweise wie man die Verhältnisse im Unternehmen, zwischenmenschliche Beziehungen aufrecht erhalten kann. Und eines der Methoden, der bewährten Methoden ist, Teambuilding. ein Teambuilding zu organisieren. Ganz genau. Bei uns sehr beliebt. Bei uns sehr beliebt. Wir haben es 3-mal im Jahr sogar mal gemacht. Jetzt haben wir es reduziert auf 2-mal im Jahr, was, glaube ich, auch ausreicht. Und vielleicht so ab und zu mal so ein kleiner Ausflug in eine Kneipe gemeinsam als Zwischen-Teambuilding. Und jetzt, demnächst, planen wir nochmal was also nicht ganz Neues, aber halt etwas, was wir noch nicht in eigenem Arrangement gemacht haben. Magst du uns ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, also eigentlich hatten wir das schon einmal, aber ja, wie du gesagt hast, haben wir das nicht so allein organisiert. In ein paar Wochen organisieren wir unser erstes Pub-Quiz bzw. Kneipen-Quiz. Wir machen das hier im Büro, weil wir haben einige Kolleginnen, die eigentlich immer im Homeoffice arbeiten. Und die Woche sind wir alle im Büro, das ganze Team. Und wir nutzen dann die Gelegenheit, etwas zu organisieren. Wir wollten eigentlich was essen gehen, da gab es einige Ideen. Aber wir haben eigentlich ein paar Kollegen hier, die gerne Pub-Quiz besuchen. Und deswegen kam die Idee eigentlich von meiner Seite, dass wir sowas machen. Du hast mich inspiriert. Ich denke, du hattest zuerst erwähnt, weil wir über unseren ersten Versuch gesprochen haben, beziehungsweise unser erstes Quiz, das wir gemeinsam gemacht haben. Und dann habe ich gefragt, okay, machen wir das jetzt allein? Und wir haben dann das Ganze geplant, wie wir das machen, jetzt nach unserem Arbeitstag in ein paar Wochen hier im Büro. Wir haben dann einige Teams, wir haben dann auch einige Preise geplant und ich denke, es wird wirklich was Interessantes sein, weil wir das eigentlich so noch nie gemacht haben. Wie laufen die Vorbereitungen soweit? Ganz gut. Was habt ihr bisher gemacht? Wir haben einen Flyer erstellt, aber vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen sagen, wie mache ich ein Teambuilding, ein Quiz-Teambuilding für mein Team? Was muss ich alles hinbekommen? Ist auch etwas Neues für mich, aber ich bin nicht allein in der Vorbereitung. Mit mir sind noch die Kolleginnen Ivana und Martina, mit denen ich eigentlich auch ein Pub-Quiz besuche, fast jede Woche. Deswegen haben wir auch da was Erfahrung gesammelt. Wir haben zuerst das gemeinsam geplant, Ort, Tag, Uhrzeit. Okay, ja, ist wichtig. Wichtig, also Büro. War nicht so schwierig für uns. Dann haben wir uns nachgedacht, okay, wann haben wir Zeit, um das ganze Quiz zu planen? Die Fragen, ich denke, das werden nicht so typische nur Fragen sein, vielleicht auch einige Videos und vielleicht etwas, das nicht so typisch ist. Ich denke, es wird so ein allgemeines Quiz sein, allgemeines Wissen, aber vielleicht auch ein bisschen mit Sales zu tun. Okay. So, natürlich, weil es mit unserem Job zu tun hat. Und dann haben wir einen Flyer erstellt mit den ganzen Infos und wir haben das mit unseren Kollegen geteilt. Ich denke, die Reaktionen waren ganz positiv und ich denke, viele haben das nicht erwartet, besonders die gestern nicht im Büro waren.
wo wir den Flyer erstellt haben. Flyer steht jetzt an der Tür bei uns. hier. Kann man nicht übersehen. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir müssen noch die Preise planen. Das ist ganz wichtig, weil alle erwarten etwas. Das Team hier ist vielleicht nicht so groß. Ich denke, wir haben vier Gruppen geplant, was eigentlich keinen großen Aufwand für uns auch an dem Tag macht, um das Ganze um die ganzen Listen und Fragen zu überprüfen. Und ja, wir müssen noch die Fragen planen. Bei einem Pubquiz, wo ich jetzt zweimal mit dabei war, haben sich die Gruppen gegenseitig die Sheets korrigiert. Ich war auch bei einem so dabei. Das ist eigentlich nett. Aber wo wir jetzt gehen, ich finde es vielleicht besser, wenn das der Moderator macht und dann macht er auch die Liste und dann wird es irgendwie spannender, wenn er von der letzten Gruppe geht bis zur ersten Gruppe. Ich denke, da gibt es so ein bisschen mehr. Ja, bei uns, also da haben sie halt die Listen dann aufgesammelt und dann hat er das schon auf so eine Rangliste gemacht. Aber vertrieblich gehe ich jetzt mal rein. Ja. Ich finde, es ist viel klüger, wenn es so ein Kneipenquiz ist und du in der Kneipe bist. Die Kneipe will ja noch was verdienen. Genau. Dann machst du doch eine Pause zur Auswertung. Ist immer so. Die Kellner gehen durch und es geht nochmal eine Runde raus. Wir bestellen immer in der Pause was. Oder wir warten auf die Pause, um was zu bestellen. Und wenn es mehrere Runden gibt, zum Beispiel, wir planen hier vielleicht 2 Runden, ich denke, das wird genug, oder 3 kürzere Runden, wo wir eigentlich jede Woche gehen, gibt es 3 Runden. Das sind ein paar größere Pausen, besonders die letzte. Und wir trinken immer noch was extra. Genau, also. Ja, deswegen macht es komplett Sinn. Und eigentlich, was vielleicht bei unserem Quiz nicht so typisch wird, sonst hat man immer eine eigene Gruppe, mit der man das Quiz besucht. Wir machen das jetzt ganz random. Okay. Und keiner kann sich eine Gruppe planen. Ach so, okay. Ja, ihr werdet das aufteilen. Ja. Das habe ich mich schon gefragt. Okay? Ja, das machen wir dann vielleicht auch so, dass es auch interessanter wird und man kann sich dann nicht in Gruppen sofort vielleicht formieren. Okay, ja. Gut. Ich habe erst gedacht, vielleicht machen wir das so, Remote gegen Office oder Office, also Büro oder Zimmer und Zimmer gegen die anderen Zimmer, aber was auch immer ihr entscheidet, das wird natürlich ich denke, befolgt. Das wird so interessanter, weil ich kann mir dann vorstellen, dass vielleicht jemand, der hier immer im Büro sitzt, mit jemandem aus Homeoffice zusammenarbeitet, mit der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, jeden Tag zu sprechen und deswegen, ich denke, das wird dann ganz sympathisch. Okay, ein Quiz zu planen ist eigentlich budgetmäßig low budget, kann man schon sagen. Ja. Ihr werdet dafür nicht bezahlt, dass ihr jetzt ein Quiz für uns zusammenstellt. Das ist euer freier Wille und das ist eure Idee und das ist auch ganz lieb und nett von euch und Chapeau dafür schon mal. Kostet ein bisschen Papier, weil wir viele Sachen drucken werden, aber neben das, ich denke, Aber dann ist es auf jeden Fall eine Low-Budget-Idee für die Leute. Genau. Wir haben es ja damals, als wir es zum ersten Mal gemacht, wirklich einen richtigen Quizmaster eingeladen, der das natürlich, der hat auch, jetzt nicht einen Haufen, aber schon ordentlich was verlangt dafür. Hat mehr Erfahrung, in diesem Bereich. Ja, okay, das ist halt sein Job, ne? Genau. Ist auch eine Sache, dass man das auch so machen kann, ne? Aber das ist dann halt so die Budget, die High-Budget-Variante, ne? Die Low-Budget-Variante ist es selber zu machen. Und das ist auch irgendwie vielleicht so eine Sache, die wichtig ist, wenn man ein Teambuilding plant. Es ist nicht immer wichtig, dass man viel Geld raushaut, damit das Teambuilding gut wird. Ich würde sagen, bei uns in der Firma gab es Teambuildings, die haben so einiges gekostet. Genau. Waren gut, waren auch vielleicht spitze. Aber es gab halt auch diejenigen, wo wir wirklich gerade mal was für Essen und Trinken ein bisschen verbraucht haben. Und es war trotzdem Karaoke hatten wir, echt ein super Abend geworden, ne? Genau. Man muss nicht immer viel Geld in die Hand nehmen, um einen guten Abend mit den Kollegen sich zu machen. Oder Stimmt nicht. Und das ist so wie ein kleines Teambuilding für uns. Genau. So nebenbei, wir nutzen einfach die Möglichkeit, dass wir jetzt alle im Büro an diesem Tag sind, um sich nach der Arbeit noch ein bisschen mit den Kollegen zu sprechen. So vielleicht nicht nur über die Calls und in Meetings. Und ich denke, das wird für alle super sein. Genau, also auf jeden Fall, da wird Teamgeist getestet. Genau. Es wird Vorbereitung getestet durch euch, wie ihr das hinbekommt, dass es auch gut ausschaut. Das wird natürlich auch benotet auf eine Art und Weise, wo sich die Leute sagen, okay, gut gemacht oder hätten sie besser machen können, ne? Moderation, wie Ohne wir Druck. Moderation, wie wir das Ganze Moderation. dann. Ja, also ich denke, sehr viel. das wird dann auch interessant sein.
Selbstpräsenz? Ja, vielleicht für mich wird es etwas einfacher sein, da ich viele Meetings führe. Ja. Aber ja, die Kollegen haben natürlich auch Erfahrung, dass sie jede Woche ihre Teambriefings haben Genau. mit unseren Kunden. Ich denke, deswegen es soll keine Probleme geben. Aber ich denke, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit für andere Kollegen, mal zu sehen, wie sie sich dann vorstellen und wie sie sich dann von den Leuten einfach mal, ja. Ich denke, das wird dann cool sein. Okay. Genau. Dann auch das Wissen. Wir testen das Wissen. Wir sehen jetzt mal, wer Grips hat und wer keine Ahnung Probleme hat. Genau. Kompromiss, das ist auch, ich denke, ganz wichtig. Auch im Job, aber auch im Alltag. Ich sehe das zum Beispiel bei uns im Quiz, wo einer hat eine Idee, dass die Antwort richtig ist. Ja. Ich sage was anderes, okay, und wir müssen dann einen Kompromiss machen, was wir dann hinschreiben. Ich finde das auch immer gut. Okay. Ja. Dann Argumentation, warum das die richtige Antwort ist. Diskussion kommt auch damit. Genau. Ja, viele Sachen kann man. Viele Sachen werden geübt durch so etwas. Man denkt vielleicht, okay, Pubquiz, was hat das jetzt mit Sales zu tun oder weiß ich nicht, mit der Firma? Eigentlich vieles. Vieles. Ja, ich finde, es hat alles im Leben was mit Sales zu tun. Sales kommt immer wieder auf. Genau, das ist auch eine Sache, ja. Egal, wo du bist, du musst dich irgendwie präsentieren. Und Selbstpräsenz ist ja eigentlich das, womit man versucht, Leute rumzubekommen, ne? Aber ich denke, Team Spirit ist hier wirklich jetzt Nummer 1. Genau, okay. Ja. Weiterhin dazu, man kann natürlich, es gibt Preise. Preise können symbolisch sein, Preise können auch was ganz Tolles sein für das erste Team. Wenn es aber wenige Teams sind, wie zum Beispiel 4, kriegt dann jeder einen Preis? Ist es fair? Oder ist es dann trotzdem irgendwie so halt gibt nur einen Preis? Was sollte man da machen? Ich denke, die Gruppe, die jetzt Nummer 1 bzw. Platz 1 nimmt, dann bekommt die Gruppe einen größeren Preis. Aber so die anderen, wie sagt man das, Vertröstungspreis? Ja, Trostpreis, genau. Ja, ich denke, das wäre echt? Was. Ja, okay, gut. Jeder. Weil sonst sind es immer die ersten 3 Plätze, aber dann haben wir gesagt, okay, dann bekommt die 4. Gruppe nichts und das geht nicht eigentlich. Ja. Oder wir machen es dann wirklich, oder ihr macht es dann halt so, zeigt Power, nur der erste Preis. Nur das der kann erste auch. Platz gewinnt was. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Weil wir hatten auch andere Teambuildings, wo wir was Ähnliches gemacht haben und ich denke, da war nur Platz 1, wo bei dem Kochwettbewerb. Das war ein gutes Teambuilding. Das war sehr gut, sehr gut. Ich bin ja keine, die sehr gerne kocht. Ja. Ich bin nicht schlecht. Ich muss das wirklich sagen. Ich mache jetzt die 5 Mal, wo ich mal im Leben was gekocht habe ich das eigentlich gut gemacht. Aber für mich war es halt erstens so, okay, ich finde es cool, dass wir das machen, obwohl ich das überhaupt nicht gerne mache. Ich habe echt keinen Bock, am Herd zu stehen und jetzt 2 Stunden lang hier irgendwas zusammenzumischen. Und in 10 Minuten ist es weggeputzt. Das frustriert mich so ein bisschen. Und der Prozess macht mir wahrscheinlich nicht viel Spaß, weil ich es ja selber mache dann. Wenn ich allein koche, macht es vielleicht auch nicht so Spaß. Es hat mir voll Spaß gemacht. Ja, vielleicht war das mein Lieblings-Teambuilding. Also ich mag kochen. Kochst ich mag gerne, kochen und ich mag diesen Prozess. Und für mich war das wirklich. Ja, aber wenn ich alleine zu Hause was koche, dann stört es mich, wenn sich jemand einmischt. Aber eigentlich hilft es schon, wenn du ein bisschen Hilfe in der Küche hast. Ja, ist so beim Putzen. Genau, vor allem wenn es was Größeres ist. Ja. Wenn ich ja mal was mache, dann mache ich ja eigentlich was für mehrere Leute. Ja, genau. Nicht jetzt für mich und noch eine Person. Ja. Das muss nicht sein. Ja, aber dieses Teambuilding war wirklich was anderes. Und immer, wenn ich auch den Leuten, meinen Freunden sage, dass wir sowas gemacht haben, dann ist es immer so, okay, das kann man in Zagreb machen. Also keiner macht das. Das war wirklich was Besonderes, denke ich. Ja, ich finde das auch. Ich finde, das war voll gelungen. Das war ein echt tolles Teambuilding. Die Leute haben wirklich sich ins Zeug gelegt. Ich war mit Nicole. Die Nicole kam damals erst zu uns in die Firma. Genau. Die war bei uns im Team. Wir waren zu 4 im Team, aber wir beiden haben halt den Kuchen gemacht. Und ich habe nie im Leben eine Torte gebacken. Das war so ein italienischer Orangen. Der war fantastisch. Ich war so stolz auf uns. Der hat ausgeschaut wie aus der Bäckerei, der Konditorei, ne?
Hast du es nochmals zu Hause gemacht? Nein, oh Gott. Ich habe es nochmals gemacht. Echt? Ja. Nein, habe ich nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Strebe es auch nicht an. Aber es war echt, also das ist wirklich eine gute Idee. Ja, keine Low Budget, aber stimmt, aber halt für ein größeres ab und zu Teambuilding mal kann man sich das dann schon leisten. Ja. Und später waren wir es, ich denke, wir haben das gegessen, was wir gekocht haben, alles probiert, das war ganz nett. Und später was trinken und Spiele. Wir haben Spiele gespielt. Genau, wir haben Pool gespielt, wir haben Dart gespielt, so in der Kneipe wieder. Ja. Fand ich auch ganz toll. Ja. Aber zurück zum Thema, beziehungsweise zum Typ Teambuilding, kochen gehen als Firma gemeinsam. Also da war der Teamgeist, finde ich, total auf Niveau. Und wir haben uns auch gemischt, also vermischt wurden wir mit Leuten, mit denen wir vielleicht bisher nicht viel gemacht haben. Es hat jeder seine Aufgabe gemacht. Alle waren sehr kompetitiv. Ja, und wir mussten, ich denke, auch eine Präsentation machen von dem, was wir gekocht haben, wenn ich mich gut erinnere. Wir hatten dann auch so ein paar Leuten, die das getestet haben, die haben dann auch Noten gegeben, Punkte gegeben. War wirklich. Ich war echt sauer, dass wir nicht gewonnen haben mit dem Kuchen. Mein Team hat gewonnen am Ende. Ja. Deswegen war es für mich vielleicht das Lieblingsteam. Ja, okay. Ja, ich war echt gestört, dass unser Kuchen nicht Nummer 1 war. Ja. Der Rest, aber es war wirklich alles lecker. Ja. War schon alles gut. Gut hinbekommen. Ja, und man lernt was fürs Leben auch, ne, wenn man möchte. Genau. Wenn man möchte, kann man es nochmal zu Hause machen. Stimmt. Gut. Dann gibt es halt auch so einfach, lass uns Party machen, Teambuildings. Ja, wir hatten auch solche. Die waren auch voll gelungen. Wir hatten mal vor ein paar Jahren, da warst du leider nicht dabei. Ich habe Geschichten gehört. Ja, ich fand das wirklich toll, weil keiner damit gerechnet hat. Wir haben eine Limo gemietet. Und ich habe den Leuten halt, die habe ich gemietet, weil ich den Typen noch von früher kannte, der die Limo hat. Und ich habe halt den Leuten gesagt, ja, es holt euch eine Limo ab. Und die also, ja, du wieder mit deinem Zeug. Und dann ist die Limo durch die Stadt gefahren mit uns und hat die Leute wirklich auf verschiedenen Punkten abgeholt. Das war einfach super simpel, aber es hat voll Spaß gemacht. Ne? Ist nicht etwas, was du jeden Tag machst. Ja, ich habe viele Geschichten gehört, dass es wirklich Spaß gemacht hat. Und wir waren in der Firma hier. Wir haben in der Firma eine Party veranstaltet. Einfach, Essen, Trinken, Musik. Und Bierpong. Bierpong, wir haben die Bierpong-Gläser immer noch hier. Könnten wir vielleicht nach unserem Quiz nochmal machen. Stimmt, ja. Das hat immer riesen Spaß gemacht. Und wir haben das seit 2022, glaube ich, nicht mehr gespielt. Und hat was mit Kneipe zu tun, also das passt zum Thema. Genau. War auch voll. Also ist auch einfach eine ganz simple Sache. Bierpong, los geht's, ne? Ja, cool. Okay, wir nehmen das mit in die Planung. Genau. Dann was ich auch ganz gut finde, ist, wenn wir halt mal so für einen Tag wegfahren, übernachten. War auch immer ganz nett. Ja, ein bisschen in der Natur gehen. Wir hatten dann auch dort verschiedene Aktivitäten. Wir waren mal in einem Nationalpark hier in Kroatien. Das fand ich auch sehr gut. Ja, wir hatten so kleine Themen, die wir vorbereiten sollten. Jede Person hatte was anderes, wo wir eigentlich auch die Präsentation geübt haben. Das fand ich gut. Später dann gab es auch Essen, Trinken. Gesellschaftsspiele haben wir gespielt, verschiedene. Dann letztes Jahr waren wir auch so hier in der Nähe, also nicht so weit weg. Und da hatten wir auch interessante Aktivitäten. Genau. Wir haben wieder gekocht. Weintasting und wir hatten Kochen. Ja, und ich war wieder beim Kochen. Du warst wieder beim Kochen. Vielleicht magst du kochen. Ja, ich mag, nicht wirklich, aber ich mag es halt. Zum Weintasting gehe ich wahrscheinlich gefühlt jede Woche, ne? Und dann dann gehe ich halt doch was kochen und das halt ausprobieren. Ja. Weil ich das dann wahrscheinlich nicht mache, obwohl es mir jetzt nicht. Es hat mir voll Spaß gemacht, wieder, muss ich schon sagen. Ja, wir waren in Pan, ich denke. Ja. In Pan, genau. Ja, und Weintasting, das war. Vielleicht ich denke, wir haben die bessere Aktivität gewählt. Weil bei Weintasting, sie haben die ganze Zeit nur so rumgelaufen nach dem. Aber der Typ war sehr spaßig. Ja, er war sehr sympathisch. Ja. Aber die Dame, die uns geführt hat, war auch mega sympathisch. Ja. Und das Gute beim Kochen war, wir haben ja auch Sekt
getrunken die ganze Zeit. Genau, und waren eigentlich auch eine kurze Zeit bei einem Weintasting dabei, wo wir gewartet haben, dass dass der Teig sich hebt. Genau. Und später haben wir das wieder gegessen. Also. Finde ich auch gut. Also Kochen ist eigentlich eine gute Aktivität in der Gruppe. Ja. Hm? Ich finde es auch gut, wenn man irgendwie so zusammen irgendwo übernachtet, dann hat man halt auch die Möglichkeit, mit vielen Leuten zu sprechen, nicht immer halt ganz kurz oder lange in der Nacht halt, meistens. Genau, ja, das war ja auch der Fall. Wir sind wirklich ganz spät schlafen gegangen, waren auch die ganze Nacht noch irgendwie am Pool und so, haben wirklich halt so Geschichten erzählt, wo du eigentlich keine Zeit hast im Alltag, dir das so erzählen, war schon spaßig, muss ich sagen. Aber das ist halt der Vorteil, wenn du irgendwo weiter wegfährst. Ja. Aber das kann auch nicht jedes Mal so sein, ne? Ja, und ich denke, seitdem ich hier in der Firma bin, waren wir noch nie im Büro, deswegen freue ich mich vielleicht auch hier ein bisschen zu bleiben. Und genau, wir hatten aber mal so eine Summer Party, sowas. Aber das war auch nicht so lang, da waren wir vielleicht, so bis zum Abend. Dann. Ja, vielleicht. Aber das war ja auch ganz nett. Ja, das stimmt. Und jetzt ein bisschen im Büro bleiben. Wir machen uns schon Ideen, wie wir das Ganze hier vorbereiten mit den ganzen Tischen und Stühlen. Genau. Und ich denke, das wird Spaß machen. Besonders für uns, da wir jede Woche wirklich ein Quiz besuchen, noch nie so eins organisiert haben. Genau. Für eine so große Gruppe. Und ich freue mich auf die Erfahrung. Was Neues. Okay. Weißt du, was vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig ist für Leute, die jetzt irgendwie ein Teambuilding planen und jetzt wissen, okay, vielleicht haben sie jetzt ein paar Ideen gehört. Ja, eine Hausparty, ein Quiz, verreisen, ein Weintasting, kochen gehen. Von mir aus einfach in die Kneipe gehen und irgendwie Spaß haben, kann auch sein. Aber wenn das jemand organisiert, dann, du hast am Anfang schon gesagt, okay, Zeit festlegen, Datum festlegen, Ort festlegen. Das ist der erste Schritt und dann erstmal sagen, hey Leute, könnt ihr da? Genau. Und Budget, also da wirklich auch immer aufpassen. Ja, ne? aufpassen, wirklich aufpassen. Und dann auch vielleicht ein Ziel setzen. Was ist das Ziel von diesem Teambuilding? Warum machen wir das? Genau. Vielleicht passt es jetzt für uns, dass wir nur in die Kneipe gehen und was trinken gehen. Aber warum jetzt Pubquiz? Und warum das für uns Sinn macht und was bringt das eigentlich später für uns? Und für uns macht das Sinn, weil wir hatten schon ein Quiz. Und es hat allen Spaß gemacht. Und alle haben nochmals gefragt, wann machen wir sowas? Und wir wollten einfach mal auch die Kollegen überraschen mit so einer Aktivität. Und das Ziel ist, hast du schon gesagt, Team Spirit. Einfach mal ein paar Sachen zu testen und zusammen Zeit zu verbringen. Und das Ganze auch irgendwie entspannt lassen. Ja. Und was ich auch immer wichtig finde, wenn jemand das organisiert, dann hat es ja auch einen Grund, warum der das organisiert. Und man vertraut dann auch der Person. Ja, okay, du machst das jetzt. Okay? Ja. Ja? Und dann finde ich es gut, wenn nicht allzu viele Fragen von außen wiederkommen. Wobei, es gibt ja ab und zu mal Leute, denen haben wir es erlaubt, dass sie das organisieren. Hätten es aber auch lassen können. Ne? Aber das ist halt wichtig, dass, dass immer irgendwie in der Organisation auch eine vertrauensvolle Person mit dabei ist. Und dann wirklich auch, hey, lehnt euch alle zurück, das wird schon gut. Also macht euch keine Sorgen. Wir haben es im Griff. Wenn es scheiße wird, ist halt scheiße geworden. So. Aber ich habe dir gestern schon gesagt, wir haben schon alle im Kalender, wann wir was planen, organisieren. Ich denke, das wird gut. Ja. Ich weiß, dass es gut wird mit euch in der Organisation. Das ist auch so halt einmal sehr spontan auch passiert. Eigentlich ist ihr habt die ganze Arbeit. Okay, ich helfe euch mit Catering. Das mache ich gerne. Ja, du bist den Teil F&D. Und nehme mir noch jemanden dazu. Und wichtig ist einfach nur, also das Allerwichtigste ist, dass man das gut einplant, budgettechnisch vor allem auch, organisatorisch den Leuten Bescheid gibt, hey, das ist dann und dann, lehnt euch bitte einfach zurück. Wir machen das. Ja, wir haben es im Griff. Genau. Ja. Und wir wollen natürlich, dass alle auch am Ende Spaß haben und dass es nicht zu stressig wird, weil ich spreche sehr oft mit vielleicht meinen Bekannten, die haben keine Lust, ihre Teambuildings zu besuchen, weil es immer so, weiß ich nicht, zu stressig wird, ist nicht interessant, passt nicht zur Firmenkultur, haben keine Lust und alle schauen, wie sie so einen Grund finden, warum sie nicht kommen sollen. Ja. Okay.
Und ich bin immer so, oh nee, wir gehen alle gern oder Ja. machen gern Teambuildings. Und dann erzähle ich, was wir gemacht haben, da sind sie so neidisch, weil wir haben immer so was ganz anderes. Also Ja. jedes Mal ist wirklich was Neues. Ja, also ich finde, das ist auch wichtig, weil es war halt auch oft irgendwie das Thema, boah, wir möchten jetzt einfach einmal so einfach rumsitzen, rumgammeln, essen und trinken und Musik irgendwie spielen lassen. Ja. Und so. Hatten wir beim letzten Mal, Haben wir gemacht? müssen wir jetzt nicht mehr so machen. Nee. Beim nächsten Mal möchte ich nochmal was machen, was Genau. irgendwie anders ist. Ja. Ja, weil das ist es ja eigentlich. Man möchte ja auch den Leuten ein bisschen so eine Experience mitgeben, ne? Es ist schön und gut, wir können das auch machen in der Kneipe. Aber beim letzten Mal in der Kneipe hatten wir ja so ein Gatsby-Spiel. War ja auch was Ja, ganz anderes. Dann hatten da hab wir ich fast ein vergessen. Quiz. Weiß, dann hatten wir noch was. noch mal was. Wir haben Raclette gemacht. Aber das war ja das Weil Quiz wir auch. Quiz. Aber ich fand's. Aber das wäre auch noch mal das könnte was, man ne? auch allein machen, nur Genau. Raclette. Weil So ein bisschen Raclette-Abend ja, wieder machen. ist ja. auch eine Aktivität für mehrere Leute, für Gruppen. Deswegen. Ja. Was haben wir dazwischen gemacht zwischen dem Quiz und. Ich kann mich. Wir waren im Nationalpark. Wir haben dort. Wir waren, genau. Und dann sind wir, ich fand das Hotel, wo wir übernachtet Das war sind, wirklich haben, nicht also was das war Typisches. wirklich echt Ja. schön, so Treehouse Ja. und am See und so. Ja. Das war voll schön. Ja. Ja, das ist ja auch was, ne? Es gibt auch was her. Auch da, wo wir jetzt übernachtet haben, in Zagorje. Ja. War auch was anderes. So ein bisschen Genau. halt Bauernhofmäßig und so. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man alles rechtzeitig plant. Also für Pubquiz, okay, wir brauchen nicht so viel Ja. Zeit, aber für solche Sachen, wo man irgendwo schlafen geht, das muss man wirklich ein paar Monaten im Voraus. Ja, letztes Jahr haben wir 6 Monate im Voraus geplant. Trotzdem sind nicht alle übernachtet. Stimmt. Ja, ich oder- konnte nicht Ja, übernachten. weißt du, wenn es nicht geht, weil du kannst, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr 6 Monate im Voraus, Genau. weil trotzdem kann es passieren, dass dann jemand trotzdem sagt, ey, ich kann an diesem Tag nicht, weil, ich weiß nicht, eine Hochzeit war Ja. bei dir und Bei mir. bei Annemaria auch Ja. zum Beispiel. Ne? Genau. Da kannst du nicht absagen, jetzt bei der Familie Ja. oder so. Wenn man was Spontanes machen möchte, dann gibt es wirklich solche Ideen wie. Ich finde, Ja. Bierpong kann man auch so ein ganzes Wettbewerb nur Bierpong machen. Genau, Ja. finde ich auch. Habe ich auch immer voll Lust drauf. Ich Ja. liebe solche Sachen. Ne? Einfach halt was machen, wo man auch nicht gut drin ist. Ja, und du meintest Pool spielen. Okay, gehen Ja. wir gemeinsam Pool spielen, weil ich mach das nicht so oft. Und Ich auch nicht, Ja. aber ich finde es macht total viel Spaß. ja. Ne? Und wir hatten einmal, das war vielleicht auch was Interessantes, wir waren in diesem Adrenalin, wie nennt man das, Amazinga. Genau. Ja, Das Lasertag-Spiel. Wie heißt das? Wie heißt das? Wir haben Das hatten Lasertag wir echt- gespielt. Lasertag fand ich fantastisch. Dann haben wir Karting genau. gemacht, also sind Das sind halt so gefahren. Sachen, wo du nicht groß organisieren musst. Du musst Stimmt. einfach halt einen Termin finden, wann die uns einladen können. Aber ich War fand aber das gut. super. Lasertag, also ich fand das. Ja, ich fand das auch ganz gut. Ja. Wir haben das dann irgendwie doch schnell und spontan organisieren müssen, weil es irgendwie sonst, wir hatten irgendwie auch ein bisschen Probleme, ein gutes Datum zu finden und so Ja. weiter. War aber ganz gut später. Das ist, ich Fand denke, auch ganz wichtig, ein Datum zu finden. Ja. Das kann, am Ende des Tages muss man auch im Hinterkopf behalten, dass, also es passt nie für jede Person. Genau. Und ja, man muss dann am Ende des Tages Genau. einen Kompromiss machen. Okay, Ja. das Wichtige ist, die meisten kommen. Ja, das stimmt. Das war auch gut. Ja. Aber das ist dann halt, das hängt auch davon ab, wo du jetzt gerade wohnst. Ne? Das kannst du vielleicht in einer In kleinen der Stadt auch Möglichkeit. nicht so schnell finden. Stimmt. Ja. Aber man kann ja immer so grillen gehen, vielleicht. Ich denke, ich das auch. das Haben wir habt ihr auch auch einmal gemacht. Ein Picknick oder Haben sowas. wir auch mal gemacht, Ja. Picknick und so. Kann man auch immer machen, Schönes wenn Wetter. das Wetter mitspielt. Ja. Cool. Ja. Ja, okay, gut. Also, warum Teambuilding überhaupt machen und nicht meiden? Mhm. Teamgeist auf jeden Fall. Organisatorisch kann man sich beweisen. Genau. Man kann einfach auch mal zeigen, dass man mit jemand anderen auch sich die Zeit nimmt, ein bisschen zu sprechen, den man sonst vielleicht nicht so oft sieht oder nicht gut kennt. Dann ist es auch am Organisatoren die Aufgabe, dass die dann sagen, hey, die tun wir jetzt zusammen und so. Ne? Das sind halt so wichtige Sachen, wo ich auch halt immer auch versucht habe, hey, okay, wenn wir jetzt irgendwie was organisieren und jetzt sind Leute dabei, einer ist remote und einer ist immer im Office und die haben eigentlich gar keinen Kontakt, wir bringen die irgendwie zusammen. Ne? Das ist ja irgendwie das Ziel des Ganzen, dass die irgendwie was gemeinsam machen müssen. Ja. Dann Dass wir macht uns auch Sinn. auch ein bisschen besser kennenlernen. Also. Genau. Gut. Ein Teambuilding muss nicht teuer sein.
Es darf kreativ sein, vor allem, weil die Leute dann auch viel mehr Lust haben zu kommen und zu sehen, hey, das ist ja was ganz Neues, was wir noch nicht gemacht haben. Ich habe schon seit Jahren und ich habe auch mal angefragt, eine Idee, dass wir alle Heißluftballon fahren gehen. Genau. Ja, das Aber kann man ich auch weiß- hier in der Nähe irgendwo Ja. machen. Und dann habe ich halt auch so Leute, die haben halt eben Höhenangst und so. Ja, ja. Aber auch gerade, weil du Höhenangst hast, ist es nicht irgendwo was, wo du halt sagst, ja, okay, Ich probiere es ich habe mal. jetzt die Gelegenheit. Das ist auch Könnte nicht sein. billig, weißt du, so Ja. in die Luft sich zu jagen. Hm? Ist nicht, bestimmt nicht, ja. Ich würde es voll gern mal machen. Mal schauen. Nochmal eine Idee fürs Publikum. Genau. Gut, Nina. Abschließend? Teambuildings sollen Spaß machen, das Team zusammenbringen und ja, was haben wir noch gesagt? Muss nicht teuer sein. Muss nicht teuer sein. Und wenn jemand nicht kommen kann, nicht unbedingt gleich alles absagen. Genau. Und was Neues finden, sondern Ja. hey, wer kommt, der kommt. Und ich denke, es ist auch wichtig, vielleicht jetzt von unserem Beispiel. Ich bin nicht diejenige, die sonst das Teambuilding organisiert, aber ich hatte die Idee und ich denke, es ist auch gut, dass vielleicht andere. Ab und zu mal jemand anderes. Ja, vielleicht mit einer Idee kommt. Ja. Warum nicht? Bin ich voll dabei. Ja. Bin ich voll dabei und ich finde, es ist auch ein paar Mal passiert, dass halt jemand anderes eine Idee hatte und gekommen ist und hey, lass uns machen. Ja. 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 Mit irgendwie auch Unterstützung von anderen in der Organisation. Ja, keine Kann das- Angst. kann das nicht- keiner kann das nicht keiner muss schiefgehen. es allein, Ja. allein genau. machen. Gut. Das war's. Ja, Schönes Thema, finde ich. Ne? Leute, gebt nicht auf mit Teambuildings, auch wenn sie mal in die Hose gegangen sind. ja. Das kann auch passieren, ne? Trotzdem weitermachen. Man muss den Spirit aufrechterhalten. Vor allem, wenn es in die Hose gegangen ist. Ja. Dann hast du auch die Möglichkeit, beim nächsten Mal zu sagen, hey, jetzt mache ich es besser. Oder jetzt macht jemand anderes. Aber wir müssen halt zusammenhalten und versuchen, das Team einfach ein bisschen, dass es auch ein bisschen Spaß hat, ne? Ist auch Teil des Alltags. Genau. Ja. Gut. Ja, das war's. Das war, ich glaube, die 44. Nein, 43., 42. Folge. Egal, sehen wir später im Edit. Ja. Ja, Wir sehen bin uns. gespannt. Bin gespannt. Wir berichten sicher über das Teambuilding und über das Quiz bei LinkedIn. Ja. Da könnt ihr uns finden, Genau. uns Ich poste hinzufügen. Nina postet fleißig. Ich bin wirklich sehr faul geworden in letzter Zeit. Ich komme auch mal wieder zurück. Ja, kommentiert, abonniert, speichert die Folge ab von mir aus. Weitere Vorschläge für Teambuildings sind Weitere auch Vorschläge für willkommen. Teambuildings bitte auch und habt Spaß mit eurem Team. Ja. Kann mal sein, dass es einfach mal Tage gibt, wo man keinen Spaß haben kann, weil es schwer wird, ne? Mhm. Genau. Nina, vielen herzlichen Dank. Danke. Bis 24. nächsten- März. bis 24. März. Ciao. Tschüss.